Moin Leute, ich möchte euch heute 10 wundervolle Düfte aus meiner Sammlung vorstellen, auf die ich nicht verzichten könnte. Ja, dieses Video ist mir unfassbar schwer gefallen. Ich habe es immer und immer wieder neu abgedreht, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Ich würde sogar behaupten, dass es eine große Überraschung gibt. Mit diesem Duft hat sicherlich niemand gerechnet. Das merkt ihr dann aber auch an entsprechender Stelle. Und ich muss auch schon dazu sagen, es ist ein ganz neues Release. Ja, ich werde mich heute auch etwas kürzer fassen, da ich die meisten Düfte in den letzten Wochen und Monaten bereits öfter vorgestellt habe. Ja, und wir starten direkt mit dem ersten Duft mit Nawab Off Oud Intensivo von der Marke Ormond Jane. Dieser Duft war lange Zeit mein absolutes Lieblingsparfum. Im Prinzip ist es eine Rose-Oud-Kombination, nur nicht ganz so schwer, nicht ganz so drückend, wie man das eben manchmal so von dieser Kombination Rose und Oud kennt. Wir haben hier nämlich eine richtig tolle Orangenblüte. Und diese Orangenblüte riecht man auch den ganzen Duftverlauf über. Das hält den Duft richtig angenehm auf. Dazu haben wir auch noch einige grüne Noten, vor allem auch eine richtig tolle Kardamomnote. Im weiteren Duftverlauf entwickelt sich Nawab Off Oud Intensivo dann immer mehr in so eine typische Rose-Oud-Richtung, aber alles einfach frischer, ja, aufgehellter, man kann schon fast sagen, auch seifig. Also es ist eine sehr angenehme, weiche, anschmiegsame DNA und da ist jetzt nichts irgendwie drückend oder schwer. Es ist ein qualitativ sehr hochwertiger Duft. Die Haltbarkeit ist mit 10 Stunden plus auch super gut. Die Sillage ist auch intensiv. Also es ist wirklich ein ganz toller Duft. Und Naxos von der Marke Xerjoff darf auch nicht fehlen. Denn es ist und bleibt für mich einfach eines meiner absoluten Lieblingsparfums. Ja, ich denke, zu Naxos muss man auch nicht allzu viel sagen. Es ist für mich primär eine Kombination aus Honig, Vanille und Tabak. Also ein eher süßer Duft, der aber auch leicht rauchig ist. Der Start ist zwar noch kurzzeitig zitrisch, aber dann geht es eben in diese süße Richtung. Die Duftnoten sind perfekt aufeinander abgestimmt. Es ist alles ineinander verwoben, also es ist eine richtig schön weiche DNA und auch die Haltbarkeit ist gut. Denn es ist hier der Batch nach der Reformulierung und ich habe dazu auch schon mal ein ausführliches Review gemacht. Das blende ich euch hier oben rechts ein. Auch dieser Batch hält richtig gut. Ihr kommt durch einen langen Arbeitstag. Wenn ein Duft reformuliert wurde, dann gibt es nun mal kleine Veränderungen. Das kann man nicht ändern. Aber nichtsdestotrotz riecht Naxos im Großen und Ganzen eben wie Naxos von damals. Die Sillage ist auch toll. Man hat halt diese tolle Aura um sich herum. Ja, ich wiederhole mich zwar, aber Naxos ist und bleibt halt eines meiner absoluten Lieblingsparfums. Und nun kommen wir zu Tamima von der Marke Moresque. Auch diesen Duft habe ich erst kürzlich vorgestellt. Das Review blende ich euch hier oben rechts ein. Ja, um es vielleicht kurz zu machen, Tamima riecht im Großen und Ganzen wie Alexandria 2 von Xerjoff. Nur deutlich frischer. Wir haben nämlich hier eine Roli und Orange in der Kopfnote. Ja, dadurch ist der Start tatsächlich richtig schön frisch. Und im weiteren Duftverlauf kommt dann die Note heraus, die für mich tatsächlich den Duft auch tragbarer macht als Alexandria 2 und für mich auch so unfassbar interessant macht, denn wir bekommen eine richtig tolle Eukalyptusnote. Und dadurch ist die DNA tatsächlich auch für einige Stunden richtig schön frisch, fast schon minzig. Und im Drydown wird Tamima dann immer ähnlicher zur Alexandria 2. Da haben wir eine tolle weiche Kaschmira-Note und auch eine tolle Oud-Note und etwas Süße durch Vanille. Also ein ganz toller Duft und eine ganz tolle Alternative zu Alexandria 2. Weiter geht es mit Meriga von der thailändischen Marke Prin. Ja, diesen Duft habe ich ja erst gestern vorgestellt. Das Review blende ich euch auch hier gerne ein. Entsprechend fasse ich mich jetzt wirklich kürzer. Es ist primär ein Moschusduft und zwar auch ein animalischer Moschusduft. Hier wird mit einer synthetischen Hirschmoschusnote gearbeitet. Es ist aber eine wirklich tolle Qualität. Also ich habe so eine synthetische Moschusnote vorher auch noch nicht gerochen. Wir haben hier also wirklich viel Moschus und dazu auch tolle grüne, waldige und erdige Duftnoten. Ich sagte schon im Review, es riecht so, als wenn man im Wald steht. Also wir haben hier Tannenbalsam, wir haben hier Gras, Schwarzfichte, Torf. Dann nehme ich auch eine richtig tolle udige Note wahr. Also es ist eine tolle Duftkomposition, halt wirklich ein toller Moschusduft, auf den ich einfach nicht verzichten möchte. Ja, die Haltbarkeit ist super, 10 Stunden, 12 Stunden plus. Und vor allem die Sillage ist wirklich sehr intensiv. Meriga strahlt wirklich sehr stark ab.
So, und dann kommen wir jetzt zu Tony Iommi Monkey Special von der Marke Xerjoff. Ja, für mich eines der tollsten Parfums der Marke. Das Besondere ist für mich hier wirklich die Kopfnote. Wir haben nämlich Rum und Passionsfrucht. Also einen wirklich tollen alkoholischen Start gepaart mit dieser Passionsfrucht. Es ist für mich einfach eine einmalige Kopfnote. Ich habe sowas im Ansatz noch nicht gerochen. Im weiteren Duftverlauf kommt dann auch immer mehr die tolle ledrige Note heraus. Es ist trotz alledem aber kein lederdominierter Duft. Die Ledernote ist zwar präsent, schwingt aber trotzdem eher so angenehm mit. Ja, dann haben wir auch noch Patchouli. Der Duft bekommt dadurch eine tolle Tiefe und wird für mich auch tatsächlich so leicht erdig. Und wir haben dann auch noch einige gourmandige und orientalische Duftnoten. Wir haben hier Zimt, wir haben hier Karamell, Tonkabohne und Vanille. Also der Duft klingt dann auch quasi relativ süß aus, aber es ist für mich halt wirklich primär ein alkoholischer, orientalischer und auch ledriger Duft. Die Haltbarkeit ist super, der Duft hält wirklich Ewigkeiten, also 10 Stunden, 12 Stunden plus. Also man riecht den Duft auch noch spät am Abend und auch die Sillage ist wirklich sehr intensiv und strahlt auch entsprechend stark ab. So, und dann kommen wir jetzt zu Salam von der Marke Anfass. Ja, für mich ist das ein ganz wundervoller Duft, aber zugleich auch ein unscheinbarer Duft. Also was meine ich damit? Es ist für mich keine DNA, die polarisiert oder extrem auffallend ist, sondern es ist eher ein Duft, den man meiner Meinung nach öfter tragen muss, um auch die DNA so richtig zu schätzen zu wissen. Es ist für mich ein fruchtiger, blumiger und zugleich auch ambrierter Duft. Der Start ist noch richtig schön frisch durch Mandarine und durch Bergamotte. Dann kommen immer mehr die ganzen blumigen Noten heraus und der Dry Down ist für mich auch richtig schön weich, holzig. Da haben wir eine tolle Sandelholzbasis, aber auch eine richtig schöne Moschus- und Ambernote. Also man hat dann wirklich so eine richtig tolle, weiche, ambrierte Aura um sich herum und die macht letztlich für mich auch den Duft so besonders. Die Haltbarkeit ist absolut in Ordnung. Auch hier, man kommt durch einen Arbeitstag. Ja, und die Sillage ist zwar jetzt nicht extrem stark, aber man hat halt diese warme, ja, ambrierte Aura um sich herum. Also es ist wirklich ein ganz wundervoller Duft. Weiter geht es mit Nefs von der Marke Nishane. Ja, und das ist aktuell mein absolutes Lieblingsparfum. Ich trage diesen Duft so unfassbar gerne. Es ist eine anspruchsvolle und vor allem auch hochwertige DNA. Wir haben hier eine Duftentwicklung, die sich über viele Stunden zieht. Ja, der Start ist noch recht süß und auch fruchtig. Hier haben wir eine tolle Feigen- und auch Honignote. Im weiteren Duftverlauf kommen diverse blumige Noten. Vor allem nehme ich hier Rose und Osmanthus wahr. Ja, und der Dry Down ist wirklich zum Niederknien. Hier haben wir eine tolle Oud-Note, aber auch so eine leichte alkoholische Note. Hier ist Whisky angegeben. Dann haben wir auch noch ein bisschen Würze durch Zimt, eine feine Ledernote. Vanille gibt dem Ganzen dann auch noch mal so eine leichte süße Note. Also es ist ein wirklich unfassbar toller Duft. Die Haltbarkeit und die Sillage, ich sagte das schon in dem anderen Video, sind für mich eine 10 von 10. Also das kann man insgesamt meiner Meinung nach nicht besser machen. Aber auch hier sage ich abschließend nochmal, es liegt immer im Auge des Betrachters. Es ist und bleibt natürlich alles Geschmackssache. Weiter geht es mit Apex von der Marke Roger Parfums. Ja, für mich ist das ein unfassbar toller und auch komplexer Duft. Hier passiert richtig viel. Also für mich ist es primär ein sehr aromatischer, grün-krautiger Duft. Die Kopfnote ist noch richtig schön frisch und vor allem richtig aromatisch. Also es ist immer eine Freude, finde ich, wenn man sich Apex aufsprüht. Im weiteren Duftverlauf bekommen wir einige blumige Noten und der Dry Down ist für meine Nase dann auch recht Patchouli-lastig. Und eine feine Ledernote, etwas Rum und Tabak und auch wieder so grüne Noten wie Wacholder, ja, runden diese tolle, qualitativ hochwertige Duftkomposition einfach ab. Die Haltbarkeit ist super. Auch hier, ich komme ohne Probleme durch einen langen Arbeitstag und die Sillage ist auf meiner Haut tatsächlich auch recht intensiv. Da gibt es so verschiedene Meinungen und Angaben, aber auf meiner Haut performt der Duft richtig gut.
Tero von der Marke Nishane darf auch nicht fehlen. Ja, das ist für mich ein ganz außergewöhnlicher Duft. Ich habe so eine DNA vorher noch nicht gerochen und es ist für mich vor allem ein sehr kontrastreicher Duft. Wir haben zum Start richtig viel Pfeffer und Salz und das ist sehr außergewöhnlich, das muss man wirklich mögen. Und dann kommt auch schon im Hintergrund immer mehr die Karamellnote heraus. Das heißt, es geht dann nach dem recht würzigen Start in so eine gourmandige Richtung. Die Karamellnote wird immer präsenter und dazu bekommen wir auch noch eine richtig tolle Würze durch die Zimtnote. Im Drydown bekommen wir dann auch eine leicht erdige Patchouli-Note und auch etwas Vetiver. Und insgesamt arbeitet der Duft von der Kopfnote über die Herznoten eben bis in die Basis mit diversen kontrastreichen Noten. Und das macht den Duft meiner Meinung nach sehr besonders. Die Haltbarkeit ist unfassbar. Also der Duft hält wirklich Ewigkeiten auf meiner Haut. Also den würde ich auch noch am nächsten Tag riechen. Und die Sillage auf meiner Haut ist auch wirklich sehr intensiv. So, und dann kommen wir zu guter Letzt zu der in Anführungsstrichen großen Überraschung, nämlich zu Avenue Montagne von der Marke The Nose Behind. Ja, warum ist es eine große Überraschung? Also erstmal, weil es ein ganz neues Release ist und ich diesen Duft noch nicht lange habe. Und im Prinzip auch, weil es dieser Duft binnen kurzer Zeit letztlich auch wirklich hier in dieses Top 10 for Live Video geschafft hat. Ja, und ich möchte auch direkt sagen, für mich ist dieser Duft eines der tollsten Releases des Jahres. Also es ist wirklich nochmal so ein krönender Abschluss, ist ein ganz wundervoller Duft. Und auch schon die Kopfnote finde ich außergewöhnlich und ja, um nicht zu sagen, auch einmalig. Also sowas habe ich selten gerochen. Ich nehme hier einmal eine sehr spritzige Bergamotte wahr, etwas Jasmin und dann kommt für mich aber ganz klar hier der Mainplayer ins Spiel, die unfassbar tolle Irisnote. Und eben diese Irisnote nehme ich als wirklich sehr seifig wahr. Also man kann schon fast sagen, dass die Kopfnote stechend ist, aber das meine ich ganz positiv. Also es ist eine sehr intensive Irisnote, ja wie gesagt für mich sehr seifig und vor allem riecht es auch wirklich hochwertig. Im weiteren Duftverlauf zieht sich die Irisnote auch etwas zurück und ist bei weitem nicht so intensiv wie eben zum Start. Nichtsdestotrotz bleibt die Irisnote immer präsent und ist und bleibt für mich eben hier der Mainplayer des Duftes. Ja, dann nehme ich noch einige fruchtige Noten wahr. Auch hier muss ich sagen, perfekt auf die anderen Duftnoten abgestimmt. Und ich finde, dass wir in den fruchtigen Noten auch eine tolle Rose eingearbeitet haben. Also es ist einfach perfekt aufeinander abgestimmt. Der Duft ist nie zu süß, nie zu fruchtig, aber eben auch nicht zu rosig. Der Drydown wird dann immer weicher. Hier nehme ich so ein bisschen Vanille, Amber und Tonkabohne wahr. Und tatsächlich nehme ich so nach 3 bis 4 Stunden auf meiner Haut auch so eine ganz feine Ledernote wahr. Also es ist keine präsente, keine üppige Ledernote, aber nichtsdestotrotz kommt auf meiner Haut nach einigen Stunden so eine ganz feine, tolle Ledernote durch. Ja, zusammengefasst, für mich ist es ein ganz wundervoller, irislastiger Duft, richtig schön seifig und auch leicht fruchtig und blumig eben durch die Rose. Ja, ich kann euch ja mal sagen, was meine erste Assoziation war beim ersten Sprüher. Also da musste ich an 17 Rosso von Roberto Ugolini denken, aber so eine Light-Version davon, gepaart mit Iris von der Marke Xerjoff. Ja, und wie ich auch schon eingangs sagte, dieser Duft hat sich ja binnen weniger Tage hier wirklich in die Top 10 for Life katapultiert. Ist für mich ein ganz tolles neues Release und wirklich so ein krönender Abschluss des Jahres. Die Haltbarkeit und die Sillage runden diesen wundervollen Duft dann auch wirklich nochmal perfekt ab. Also dieser Duft hält Ewigkeiten. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also ohne Probleme 10 Stunden, 12 Stunden plus. Und vor allem auch die Sillage nehme ich als wirklich sehr intensiv wahr. Also ich habe diesen Duft selbst nach 7 und 8 Stunden noch wirklich sehr stark wahrgenommen. Also man ist die ganze Zeit dann von dieser Aura umgeben und man riecht diesen Duft wirklich die ganze Zeit selbst an sich. So, und dann bin ich auch durch für heute. Und es war wirklich nicht einfach. Der eine oder andere kennt es ja vielleicht, wenn man einige Düfte hat, dann ist es eben nicht so einfach, sich da auf 10 Düfte zu beschränken. Aber Stand jetzt sind das eben 10 Düfte, auf die ich in nächster Zeit nicht verzichten könnte. So, und abschließend möchte ich mich dann auch noch bei allen Zuschauern und vor allem natürlich auch bei allen Abonnenten bedanken. Ja, vielen lieben Dank für die Unterstützung in den letzten Monaten. Es ist toll, von euch ein Feedback zu bekommen, egal ob es jetzt durch einen Daumen hoch oder durch einen Kommentar unter eines meiner Videos ist.
Letztlich sind wir ja alle auch nur eine kleine Community und umso schöner ist es ja, wenn wir die Leidenschaft miteinander teilen können. Also vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ja, Silvester steht kurz bevor, dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und munter und wir sehen uns dann demnächst wieder.